Hier zeige ich, wie ich von einem T-Shirt einen Schnitt abnehme und ein Shirt nachnähe. Ich habe mein Lieblings-T-Shirt herausgesucht. Es ist leicht tailliert, hat kurze Ärmel und einen U-Boot-Ausschnitt. Am Ende des Videos kannst du den Schnitt von deinem Lieblings-T-Shirt kopieren und es nachnähen. Darum geht es in diesem Video. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich jetzt schon über einen netten Kommentar und einen Daumen hoch. Wenn du dich für Schnittkonstruktion interessierst, dann abonniere doch meinen Kanal. Hallo und herzlich willkommen bei Werde Designer. Ich bin Elli und hier auf diesem Kanal dreht sich alles um Schnittkonstruktion und Abformen. Und jetzt geht's los. Als erstes messe ich die Breite und die Länge des T-Shirts. Ich nutze die untere Kante des Papiers und zeichne einen rechten Winkel. Der rechte Winkel ist für die Schnittkonstruktion sehr wichtig. Egal, ob es eine neue Konstruktion ist oder das Erstellen einer Kopie. Jetzt halbiere ich die Breite des T-Shirts und mache eine Markierung. Dann trage ich an der Senkrechten die Länge des T-Shirts ab. Für den Saum zeichne ich 2 cm ein. Ich messe die Strecke Armloch-Saum und notiere mir das Maß. Ich übertrage die 2 cm Saumzugabe an den Rand und mache eine Markierung. In Höhe des Armlochs mache ich eine Markierung und zeichne eine Waagrechte. Jetzt messe ich die Strecke von Armloch bis Armloch und schreibe mir das Maß auf. An der Senkrechten in der Höhe des Armlochs trage ich die Hälfte dieses Maßes ab und mache eine Markierung. Nun kann ich die Seitennaht einzeichnen. Jetzt riedele ich das Armloch inklusive Nahtzugabe durch. Die Schulternaht ist um 1,5 cm ins Rückenteil verlegt. Ich zeichne die Schulternaht und addiere die Differenz plus Nahtzugabe. Dann zeichne ich das Halsloch ein. Ich habe den Schnitt nun in der Mitte gefaltet. Nun werden alle Linien kräftig nachgezogen. Ich messe den Unterschied zwischen Vorderteil und Rückenteil und zeichne das Halsloch für das Vorderteil ein. Ich schneide den Schnitt aus. Ich schneide den Stoff im Bruch zweimal zu. Einmal Rückenteil, einmal Vorderteil. Die Breite des Rückenteils muss ich um einen halben bis 1 cm reduzieren. Auch die Schulter muss ich kürzen. Am Vorderteilschnitt mache ich am Halsloch einen Zwick und schneide am Vorderteil das Halsloch aus. Für den Ärmel zeichne ich eine Linie als Orientierung. Ich messe die Saumweite. Auf die Linie zeichne ich eine Senkrechte und trage die Ärmellänge ab. Dann zeichne ich 2 cm für den Saum ein. Die Armkugel wird am Rückenteil inklusive Nahtzugabe durchgeriedelt. Ich falte den Schnitt und schneide ihn aus. Jetzt schneide ich wie eingezeichnet am vorderen Teil des Ärmels einen halben Zentimeter ab. Ich kontrolliere an Vorderteil und Rückenteil Armloch, ob die Nahtlängen mit dem Ärmel gleich lang sind und stelle fest, meine Ärmelnaht ist länger. Ich messe die Länge der Ärmelnaht am T-Shirt. Ich zeichne die Nahtzugaben ein und kürze den Ärmel entsprechend. Ich schneide den Stoff zu, nähe das T-Shirt und hier ist das Ergebnis. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich jetzt schon, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und meinen Kanal abonnierst. Ciao!